Emily Carter ist eine amerikanische Studentin, die in Kalifornien Wildtierforschung studiert. Seit ihrer Kindheit war sie von der wilden Natur fasziniert und träumte immer davon, die reale Welt da draußen zu berühren. Am Ende des Kurses wählen die Studierenden ein reales Projekt in einem Land mit biologischer Vielfalt. Ohne zu zögern entschied sich Emily für Südafrika, ein faszinierender Name mit unzähligen wilden Tieren. Sie kaufte ihr Flugticket, bereitete ihre Dokumente vor und begann ihre Reise zum Kruger-Nationalpark. Auf dem langen Flug las sie Bücher über die Ökologie und das Verhalten von Großkatzen. Jede Seite ließ ihr Herz schneller schlagen, während sie der vielversprechenden Reise gespannt entgegensah. Emily kam an einem sonnigen Nachmittag an und wurde vom Personal des Schutzgebiets mit einem Lächeln begrüßt. Ihr Hauptführer war Herr Sifo, ein langjähriger Ranger, der jeden Busch im Wald kannte. Sie begannen ihre Reise tief in den Wald hinein und erkundeten die Tierwelt in der frühsommerlichen Regenzeit. Am ersten Tag der Tour regnete es plötzlich, der Waldboden war rutschig und der Himmel färbte sich grau. Emily und Mr. Sifo setzten ihren Weg durch die schulterhohen Büsche fort. Sie stand im Regen, machte sich Notizen, fotografierte Fußabdrücke und lauschte dem Zwitschern der Vögel in der Ferne. Jeder Schritt war ein neues Erlebnis, alle ihre Sinne waren geweckt. Sifo erzählte ihr von seinen Begegnungen mit schwarzen Panthern und mystischen Geschichten im Dschungel. Sie drangen tiefer in weniger befahrene Gebiete vor, um mehr über die Jagdgewohnheiten während der Regenzeit zu erfahren. Der Regen wurde stärker, ihre Kleidung war durchnässt, aber beide behielten ihre Begeisterung. Plötzlich erschreckte ein lauter Donnerschlag Emily und Bäume fielen im starken Wind um. In ihrer Eile, Schutz zu finden, drehte sie sich um, konnte Herrn Sifo jedoch nicht mehr sehen. Sie rief seinen Namen vergeblich inmitten des Geräusches des fallenden Regens und der kalten Tiefen des Waldes. Emily versuchte, ruhig zu bleiben und überprüfte ihren Kompass und ihre Karte, aber alles war durchnässt und nutzlos. Sie fand einen großen Baum, unter dem sie sich ausruhen konnte, in der Hoffnung, dass Sifo sie finden würde, wenn der Regen aufhörte. Der Regen fiel weiter, jeder schwere Tropfen schien ihren zerbrechlichen Mut zu zerbrechen. Angst packte sie, aber sie wusste, dass sie ruhig bleiben musste, denn hier war kein Platz für Panik. Sie tastete sich am Geräusch des fließenden Wassers entlang und hoffte, einen vertrauten Fluss zu finden. Als sie sich dem Flussufer näherte, erkannte sie den Flussabschnitt von der Naturschutzgebietskarte, die sie studiert hatte. Emily setzte sich, lehnte sich gegen den Baumstamm, seufzte leise vor Erschöpfung und ihre Hände waren mit Schlamm bedeckt. Plötzlich ertönte von flussaufwärts ein schwacher Schrei, wie der einer Großkatze. Sie drehte sich um und war fassungslos, als sie sah, wie ein schwarzes Pantherjunges von den Fluten weggespült wurde. Ohne nachzudenken, warf sie ihren Rucksack auf den Boden und sprang direkt in das rauschende Wasser. Das Wasser strömte gegen ihre Brust, aber Emily schaffte es dennoch, die Hand auszustrecken und den kleinen Körper zu packen. Das Junge wehrte sich und kratzte panisch mit den Krallen, doch Emily weigerte sich, loszulassen. Sie rappelte sich auf und zog das Tier in Sicherheit. Beide waren durchnässt und keuchten. Mit dem Handtuch in ihrem Rucksack trocknete sie es vorsichtig ab und sprach dabei tröstende Worte. Das Junge zitterte und sah sie mit seinen großen runden Augen an, als hätte es verstanden, dass sie ihm gerade das Leben gerettet hatte. Emily legte es auf ihren Schoß und schützte es mit ihrem Körper vor dem Regen. Ihr Herz hämmerte vor lauter Emotionen. Sie dachte, sie hätte das Richtige getan, hatte aber keine Ahnung, was vor ihr lag. Plötzlich ertönte von hinten das Geräusch schwerer Schritte im Schlamm. Emily blickte auf, und ihr Herz stockte, als sie 4 erwachsene schwarze Panther auf sich zukommen sah. Sie legte das Leopardenbaby schnell auf den Boden und kauerte sich an den Baum. Es hatte solche Angst, dass es nicht atmen konnte. Die erwachsenen Leoparden blieben stehen, ohne zu knurren oder zu drohen, sie beobachteten nur still. Das Junge rannte zu einer Leopardin und rieb seinen Kopf an ihrem Hals wie ein Kind, das nach seiner Mutter sucht. Die Zungen leckten das Fell des Jungen, die intimen Gesten waren voller Emotionen. Emily begriff langsam, sie hatte gerade das Kind gerettet, nachdem die Leoparden den ganzen Morgen gesucht hatten. Die Leopardenmutter sah sie an, ihr Blick war nicht nachtragend, sondern ruhig und tiefgründig, als wolle sie ihr danken.
Die ganze Herde drehte sich um, offenbar in der Absicht, sich zurückzuziehen, und ließ das Mädchen zurück, das immer noch atemlos neben dem Baum saß. Doch nur ein paar Schritte später blieben sie stehen und drehten sich um sie wieder anzusehen. Das Junge ging auf Emily zu und leckte sanft ihre Hand, als wolle es ihr eine stille Botschaft übermitteln. Die Leopardenmutter senkte den Kopf, drehte sich ein paar Schritte um und drehte sich dann wieder um, als wolle sie Emily ein Zeichen geben. Das Mädchen war verwirrt, aber ihre Intuition sagte ihr, dass sie ihnen folgen sollte. Emily stand auf und ging leise hinter den Leoparden her, wie ein unerwarteter Besucher. Durch das dichte Laubwerk, durch den Schlamm, der ihre Füße bedeckte, führten die Leoparden sie auf einen seltsamen Pfad. Niemand sprach, kein Brüllen, nur das Geräusch des Regens und die sanften Schritte der Wildnis. Schließlich erblickte Emily eine asphaltierte Straße, die quer durch das Reservat führte. Das Mädchen war zu Tränen gerührt, sie ging dorthin zurück, wo sie um Hilfe rufen konnte und kehrte zurück. Emily drehte sich um, verbeugte sich leicht und winkte ihren seltsamen, wilden Freunden zum Dank zu. Die Leoparden blieben stehen, sahen sie ein letztes Mal an, drehten sich dann langsam um und gingen in Richtung der entfernten Felder davon. Sie stand lange da und konnte immer noch nicht glauben, dass sie gerade ein solches Wunder erlebt hatte. Der Waldwind wehte sanft über meine Wangen und brachte den Geruch von nassem Gras und ein unbeschreibliches Gefühl mit sich. Nach etwa 30 Minuten fuhr der Pickup eines Bauern über die Straße. Emily rannte hinaus, winkte und rief ihnen zu, sie sollten im nachlassenden Regen anhalten. Der Fahrer, ein einfacher alter Südafrikaner, öffnete die Tür und sah sie überrascht an. Sie erzählte die Geschichte bruchstückhaft, ihre Stimme zitterte noch immer von der Gehirnerschütterung. Der Bauer war fassungslos und schüttelte ungläubig den Kopf, es war wie ein wahres Märchen. Er sagte, dass seit vielen Jahren niemand mehr eine so rührende Geschichte zwischen einem Mann und einer Zeitung gehört habe. Im warmen, blassen Nachmittagslicht brachte sie das Auto zurück zum Reservehauptquartier. Das Personal öffnete überrascht das Tor und sah, wie Emily durchnässt und mit glänzenden Augen zurückkam. Herr Sifo rannte los, um sie zu umarmen, da er nicht glauben konnte, dass seine Schülerin gerade mitten im Wald überlebt hatte. Sie hat alles nacherzählt, jeden Schritt, jeden emotionalen Blick des Leoparden. Alle verstummten, als sie hörten, wie das Leopardenbaby ihre Hand leckte und sie zurück zur Hauptstraße führte. Sie schauten sich das Foto an, das sie noch auf ihrem Handy hatte. Die klaren Augen des Leopardenbabys berührten alle. Emily schrieb die gesamte Erfahrung in einem Bericht mit dem Titel »Eine Reise zwischen Dunkelheit und Glauben« nieder. Ihre Arbeit wurde mit der Bestätigung der Denkmalpflegebehörde direkt an die Universität geschickt. Der Artikel über die Verbindung zwischen Mensch und Natur verbreitete sich schnell unter Studenten und Forschern. Sie wurde zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu einem lebenden Symbol der Liebe zur Natur und des Mutes. Emily wurde eingeladen, auf internationalen Konferenzen zum Thema Wildtierschutz und Wildtierverhalten Vorträge zu halten. Die Fotos seien im Saal gezeigt worden, erzählte sie mit Augen voller Stolz und Dankbarkeit. Ihre Geschichte wurde als Dokumentarfilm adaptiert und auf mehreren großen Plattformen ausgestrahlt. Immer wenn Südafrika erwähnt wird, erinnern sich die Leute an das Mädchen, das von einem Rudel schwarzer Leoparden angeführt wurde. Emily setzte ihre Forschung fort, aber in ihrem Herzen war Kruger immer der magische Ort, an dem sie begann. Lieber Freund, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Video anzuschauen. Vergessen Sie nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Auf Wiedersehen und bis zu den nächsten Folgen.